Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, das Bild, das liebe ich. Schau mal. Ich mag die Risse hier total gerne, die Struktur, die entstanden ist. So ein ähnliches möchte ich jetzt nochmal machen, nur in anderen Farbtönen. Also viel Spaß mit dem Video. Wir brauchen jetzt erstmal wieder das Papier. Das kannst du auch bestellen. Ich schreibe dir den Link unter das Video. Ja, such dir die schönen Blätter raus, leg sie dir mal einfach hin. Wenn ich jetzt ja so ein ähnliches Bild nochmal machen möchte, sollte die Bildaufteilung schon gleich sein. Mach es dir immer so einfach wie möglich. Setz dir einfach eine Markierung dahin, dann musst du nachher nicht überlegen und das ist immer sonst hinderlich. Es hindert den Malfluss einfach. Also so hast du jetzt deine Bildaufteilung, die 3 Abteilungen und dann kannst du starten. Jetzt brauchen wir erstmal den Kleber. Ich habe hier eine Paste sehr flüssig angemischt, also gar nicht so dick. Spachtel hast zum Verteilen, nimm deinen Kuchenheber oder was auch immer du findest und dann verteilst du die Masse. Und das macht schon Spaß, damit fängt die Malerei doch schon an. Und vorsichtshalber nochmal die Umverpackung, leg die drunter, da musst du dich nicht so vorsehen. Ich nehme erstmal die ganzen Blätter, die ich habe und kann dann immer noch Reste nehmen und die füllen, die leeren Stellen. Aber die Blätter passen hier gut hin. Und dann drücke ich die einfach in die Masse hinein und klebe die damit fest. Und an den Rändern gebe ich noch mal was drunter und dann auch noch mal was drüber, so dass das schön festklebt. Gedanken verloren, geföhnt. Ja, da ist natürlich was passiert. Das kennst du, da habe ich ein Video zu, wie man das macht. Wenn man es haben will, funktioniert es nicht. Wenn man es nicht haben will, funktioniert es. Das Krakellieren. Also du siehst hier ganz viele kleine Risse. Das entsteht, wenn man zu heiß föhnt. Und es ist noch ein bisschen klamm, aber ist egal, ich will jetzt anfangen. Die Farben vom Rost, die mag ich gerne. Also die nehme ich jetzt als allererstes und fange mal an, die Fläche damit zu bemalen. Schau mal, da kannst du es nochmal sehen, wie man die Risse natürlich auch betonen kann. Aber das kennst du sicher aus den ganzen Videos eh schon. Aber ich finde das immer wieder schön und zeige das gerne. Ich liebe das. So ein Gefühl, was ich machen will, aber überhaupt keine genaue Vorstellung. Da will ich mir gar nicht vorher so die Gedanken zu machen, sondern mich auch leiten lassen von dem, was passiert. Und ja, deswegen mache ich den Rand auch immer gern mit. Finde ich auch in den Farben ganz schön. Also wenn man das so hätte haben wollen, finde ich ganz gut. Hätte ich vielleicht dann ein bisschen sauberer arbeiten müssen, aber ja, finde ich auch ganz schön in den Farben. Den Moment habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet. Türkis, oh wow, das ist cool.
für einen Moment. Das ist wirklich fantastisch. Das ist das Schöne an dem Malen, was die Farbe mit dir macht. Also es ist einfach schön. Und ja, ich kann das jetzt ganz unterschiedlich natürlich wieder alles machen. Und ich mache jetzt die Fläche hier erstmal zu und lasse ein paar Stellen offen. Hier direkt dran gehen. Dann mal gucken, wie ich die Übergänge mache. Und das wird sich jetzt alles irgendwie fügen. Und ja, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es wieder übermalen. Also sowas kannst du auch im Hinterkopf behalten, wenn du Angst hast vor solchen kräftigen Farben. Dann kannst du einfach gucken, denn du kannst es hinterher immer wieder weiß machen. Das ist eine tolle Struktur. Ich finde, hier kann auch noch mal wieder was Dunkles rein. Also ich probiere mich hier einfach aus und ja, ich denke, es wird schön, egal was ich jetzt hier mache, und das nutze ich immer für mich einfach, um mich auch auszuprobieren. Will ich einmal sehen, wie es aussieht, wenn ich hier Weiß drauf gebe. Also das ist sowas wie, ja, wie Kelken, also einfach so wie Kalk drauf geben. Geht so, aber egal, ich probiere das weiter aus, auch wenn es mir gerade nicht gut gefällt. Nehme ich das wieder vorsichtig runter, also die Farbe war trocken vorher, und gucke, was so stehen bleibt. Die Risse doch noch ein bisschen dunkler haben hier unten. Deshalb ja, mache ich das normale Einfärben wieder mit den dunklen, um das nochmal unten doch ein bisschen dunkler zu machen als oben. Jetzt muss ich das dann aber auch gleich erstmal trocknen lassen. Das muss ich jetzt definitiv erstmal trocknen lassen, sonst nehme ich mir die Farbe wieder runter. Also das lasse ich jetzt trocknen, dann wird es bestimmt auch nochmal dunkler, und dann schaue ich, wie es mir gefällt. Es gefällt mir schon ganz gut. Also ich lasse es erstmal so auf mich wirken. Ich arbeite da erstmal nicht dran weiter, und ich denke, ich werde es auch so lassen. Denn da sind so viele kleine, schöne Stellen drin, die man so... weiß jetzt gar nicht, guck mal, ob ich mit der Kamera ganz rangehen kann. Also du siehst, dass viele schöne Nuancen da drin sind, was für schöne Betonungen da sind, und die Farbtöne sind schön. Ich sehe gerade hier durch die Kamera, sieht es ein bisschen blauer aus, es ist noch türkiser, also es gefällt mir schon ganz gut. So, vielleicht lasse ich es sogar. Ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich liebe diese Arbeiten. Zeigst du nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist schon im Kanal, das weißt du. Und was hier an der Wand hängt, ist auch im Kanal. Das mag ich auch total gerne. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Mach jetzt einfach, schau unter das Video, da ist immer auch der Link zu den Materialien. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo, und ich freue mich über die vielen lieben Kommentare. Dankeschön. Tschüss.
im Buch habe ich auch einiges geschrieben zu dem Thema Strukturen oder zu Bildaufteilung und den Werkzeugen. Ja, da kannst du noch mal reinschauen. Ich nutze das hier ja auch immer mal ganz gerne, um ganz kurz auch persönlich zu werden. Und heute möchte ich Danke sagen für deinen Daumendrücken. Du hast das bestimmt schon gesehen. Ich habe ein neues Atelier gefunden und ich freue mich schon sehr darauf. Ab Dezember kann ich da rein und ich bin schon sehr gespannt, wie es sich anfühlt und ja, wie ich dann auch mein erstes Video dort für dich drehen kann, für uns. Und ja, ich bin gespannt und freue mich schon drauf und werde dir dann ja berichten. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, einen ganz schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.